Hallo und herzlich willkommen zurück zum wie versprochenen 300 Abonnenten-Special von ButchBob42. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und das ist unser 300 Abonnenten-Special. Und wie versprochen, habe ich es ja vorher gesagt, nur ein paar Wochen später, nach dem 200 Abonnenten-Special. Ich hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass wir uns doch so schnell hier wiedersehen. Das ist ein bisschen verrückt gerade. Ich meine, das mag sich zwar nicht viel anhören, so 200, 300 Abonnenten, aber wenn man einen doch so alten YouTube-Kanal hat wie wir und das doch so langsam gewachsen ist, ist das eine schöne Sache. Und herzlich willkommen, hello and welcome to all the new subscribers of the channel ButchBob42. Hallo. Stimmt, wir haben so viel internationales Publikum jetzt. Ja, deswegen, kannst du es auf Spanisch sagen? Bienvenidos. Hola. Was? Nee, hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo soy Bob. Yo soy Butch. Ja. Ich habe gerade viel Narcos geguckt, so ein bisschen Spanisch ist da hängen geblieben. Okay, warte mal, ich überlege gerade Nosotros. Warte, jetzt muss ich überlegen. Juego? Das Juego spielen? Nee, nicht Juego. Ah, ich weiß es nicht mehr, verdammt. Schon viel zu lang kein Duolingo mehr gemacht. Oh ja, Spanisch habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, ich habe mal eine ganze Zeit lang Spanisch gemacht. Also ich habe mir so einen Grundwortschatz auch angeeignet dadurch. Ja. Aber halt, also ich könnte jetzt nicht so ein entspanntes Gespräch führen. Aber ich verstehe sehr, sehr viel. Ich verstehe es auch besser, als ich es spreche, weil ich spreche es eigentlich gar nicht. Ich kann sagen, yo soy Butch. Das ist das, was ich kann. Ja. Na, ist doch gut. Ja. Naja. Gut. Ja, wollen wir anfangen? Ja. Willst du kurz erzählen, was wir vorhaben? Wir haben etwas vor. Und zwar war ich wie immer faul und Bob war sehr fleißig und hat dafür einfach mal gesorgt, dass wir diesmal Decks haben, mit denen wir alle umgehen können. Wo wir nicht stundenlang hoffentlich lesen müssen, sondern wo wir fast intuitiv spielen können. Ich hoffe, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Du musst noch den guten Dragonfighter jetzt auch erwähnen. Ach, stimmt. Er hat uns auf die Idee gebracht, ne? Stimmt, auf die Idee gebracht hat uns der gute Dragonfighter. Grüße gehen raus. Schön, dass du da bist. Schön, dass du so fleißig kommentierst und alle unsere Videos guckst. Ja, Mann. Woher nimmst du die Zeit, Junge? Aber nein, freut uns sehr und wir werden beide in jedem Duell das gleiche Deck benutzen. Oh ja. Und auch sehr einfache. Und auch sehr einfache Decks, genau. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Und dann werden wir sehen, wie das jetzt gleich läuft. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin tatsächlich auch gespannt. Das kann jetzt echt eine Blamage für mich werden, ne? Naja, also ich bin ja wirklich nicht so gut. Muss ich ja immer wieder dazu sagen. Ich bin nur gut, wenn ich halt mein Deck habe, so, ne? Was natürlich der Sinn des Spiels irgendwie ist, aber ja. Ja. Ja, so, also es ist offen. Ist offen, stimmt, hier bist du. Butch hier klicken. Ja, oder so. Passwort ist 300, glaube ich. Nee, nicht ganz. Was dann? Na, 333. Warum denn 333? Na, weil wir schon über 300 jetzt auch eigentlich haben. Das stimmt. Es geht schon 333 bei Yu-Gi-Oh! Keilerei und so. Ach so. Bei ButchBob Keilerei. Bei ButchBob Keilerei. So. Und dann kannst du nämlich hier in die Infocard hier 333 von Florentin und Lars reinpacken. Von Nur deswegen. Ich liebe dieses Lied. Das ist so richtig schön stumpf. Das verstehe ich. Okay. Ja. Los geht's. Woll. Oh, da kommt ja so ein Blub. Ja, das ist lustig. Okay. Gut, dann, ja, Start. Ah, ja. Eigentlich könnten wir auch mal ein Abo-Special machen, wo wir nur Stein, Schere, Papier spielen. Und wo eigentlich immer nur dasselbe rauskommt. Oh. Jetzt hör doch mal auf. Ey, Leute, ohne Witz, das ist nicht abgesprochen, ne? Mist. Da hat ja schon wieder gewonnen, ey. So. Okay. Ja, zur Erklärung zu dem Deck. Das ist prinzipiell ein Wasserdeck.
Ja. Hauptsächlich Wasser, Aquamonster und so. Und heißt Essential Basics. Das ist das allererste Deck, was man bekommt in Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution. Das ist ich glaube, damals kam es für die PS2 sogar noch raus und war aber hauptsächlich gedacht für, was war da die Handkonsole in der Zeit? PSP oder PS Vita? Gab's, wenn denn, weiß ich kam nicht. zuerst die PSP und dann die PS Vita, oder? Na, irgendwas, was zur Zeit der PS2 halt auch rauskam. Und da muss ich sagen, das ist eins der richtig guten Yu-Gi-Oh! Spiele, die es so. Also da muss ich sagen, das hat viele Aspekte, die echt gut sind, die zum Beispiel jetzt sowas wie Legacy of the Duelist eben einfach nicht hat. Mhm. Also du hast halt so eine richtige Kampagne, du bist da auf der Duel Academy Insel und so. Duel Academy Insel und so. Spielst halt richtig so diese Kampagne eben so durch. Und das ist echt cool. So, was hast du da? 1800. Das ist ja ganz schön viel. Das ist ganz schön viel, oder? Aber dein Stimpack sorgt ja dafür, dass du in jeder deiner Standby-Phasen 200 verlierst. Ja, das geht schon erstmal gar nichts an. Macht einfach mal erstmal weiter. Vor allem auch erstmal überhaupt kein Problem. Ja, das sowieso nicht. Weil. Machen wir einfach mal so. Ich gehe kein Risiko ein. Naja, merke ich schon. Ja, natürlich, das macht er ja auch noch. Ja, achso, verstehe. Habe ich jetzt eigentlich noch? Den habe ich jetzt hier. Aha. Bam! 2,8 bist du schon? Ja. Macht von Paishin und Stimpack. Ja, ich sehe es gerade, Ach, ist das unangenehm. Das geht ja richtig gut los. Das geht ja richtig gut los. Okay. Machen wir erstmal so. Und ich beende meinen Zug! Schön Aquamadur gespielt, oder was? Geht jetzt mal gar nichts an, was ich gespielt habe. Na gut, machen wir. Meinst du, du hast was? Meinst du, du kannst mich besiegen? Ja, mal gucken. Glaubst du wirklich, dass du auch nur annähernd eine Chance hättest? Ja, in den alten Yu-Gi-Oh! Spielen? Ich hatte Dragon Fighter gesagt. Hat er gesagt, das stimmt. Dachte ich mir nämlich, dass du Waboku da hast. Ja, selbstverständlich habe ich Waboku. Okay, Mutter Grizzly ist natürlich geil, oder? Na gut. Ja, aber hättest du mal lieber durchkommen lassen, oder? Ja, dachte ich mir auch ein Wassermonster holen können. Na gut. Ja. Du machst das schon. Ich mach das schon. Ja. Ich mach das schon. So. Was vollkommener Quatsch ist, was ich hier gerade mache. Ich frag mich auch gerade, was du machst. Das war doch... Mann! Können wir doch mal eine von Das ist übrigens... gut, dass du da sowas aber jetzt gerade hast, weil das, finde ich, ist auch eine Funktion, die bei noch keinem Yu-Gi-Oh! Spiel so war, dass du sagen kannst, ey, ich würde den Zug gern rückgängig machen. Und wenn sozusagen beide damit einverstanden sind, oder bei der KI ist es ja egal, aber dass das halt einfach geht. So, weil manchmal machst du halt einfach einen dummen Fehler. Ja. Und im Real Life würde ich halt sowas sagen wie, ja gut, dann mach es halt rückgängig, ist mir ja egal. Ja gut, kannst du im Schach aber auch nicht machen oder so, ne? Im Schach geht das ja auch nicht. Das kommt halt drauf an, ne? Was man, also so tryhard bin ich jetzt auch nicht, dass ich sage, nee, jetzt Gesetz ist Gesetz oder so. Nee. Also ich denke mir so, ja, scheiß drauf. Also ist ja jetzt auch just for fun, geht ja hier um nichts. Ja, tatsächlich. Also jedenfalls, dass man auswählen könnte, ob man das mit reinnimmt oder nicht. Ja. So. Oder es kann ja auch sein, dass man einfach eine begrenzte Anzahl an Malen das einfach machen darf. Ne? Das heißt, du kannst halt 3-mal pro Spiel darfst du deinen Zug rückgängig machen oder darfst danach fragen, deinen Zug rückgängig zu machen, wenn dann beide damit einverstanden sind. Und 3-mal darf das passieren. So, irgendwie in dem Sinne. Das wäre cool. Aber wirklich, das jedes Mal so hardcore durch machen zu müssen und wirklich, weil es sind so kleine Fehler manchmal. Ja. Ach, Mist.
Mist. Dadurch habe ich es mir jetzt echt verdorben. Das war richtig Quatsch. Na gut, eigentlich hat es keine Rolle gespielt, weil ich hätte ja die beiden Sachen jetzt so oder so gespielt. Also, weil ich habe ja einfach nur deine Karten auf dein Deck zurückgepackt. Ja. Nee. Cheate. In den alten, ich hatte für einen Game Boy Color hatte ich ein Yu-Gi-Oh! Spiel. Ich weiß gerade nicht, wie das hieß. Aber das war... Warte, irgendwas mit Tournament oder Championship. Wie hieß denn das fürs Game Boy Color? Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Aber mir fällt es natürlich auch nicht an. Das war total cool. Und es war wahnsinnig easy zu gewinnen in dem Spiel. Oh, okay. Weil egal, was du sonst auf dem Feld hattest. Ne? Du hättest hier Dreifach-Drachen, blaue, wie heißt das nochmal? Der Ultradrache. Blauäugiger Ultradrache? Den könntest du draußen haben. Und dann setzt du aber trotzdem Monster in Verteidigungsmodus und der wird das angreifen. Ah, okay. Also das war Braindead KI. Ja, aber total. Also egal, was du gespielt hast, der hat das angegriffen und dadurch konntest du natürlich jedes Monster dann irgendwie ganz schnell platt machen. Manchmal hat es aber auch richtig gut funktioniert, dass die dann selber sehr gute Karten gezogen haben und dich dann halt binnen Sekunden kaputt gemacht haben. Das ging tatsächlich auch. So, jetzt suche ich mir hier ein Monster aus. Hier muss ich mal kurz gucken. Na, ich muss auch sagen, ich glaube, es ist auch echt schwierig, oder damals zumindest war es, glaube ich, auch echt schwierig, eine KI so zu programmieren, dass sie vernünftig Yu-Gi-Oh! Quasi spielt. Ja, weil das klar, ja, also in diesem sowieso. Spiel ist ja wirklich so viel Taktik, Strategie und so weiter dahinter. Also es muss schon echt schwer sein. Deswegen fand ich halt auch dieses Yu-Gi-Oh! Tag Force Evolution, war für mich das erste Yu-Gi-Oh!, was wirklich vernünftige KI hatte, die gute Züge gemacht hat, die schwer war. Okay. Aber halt auch dann nicht wieder so schwer. Also weil Balancing ist ja dann auch so ein Ding. Ich meine, ist ja im Real Life auch so eine Sache bei Yu-Gi-Oh! Weißt du übrigens, dass du dran bist und eine Karte auswählst? Ja, ich suche ganze Zeit, aber ich finde nee, gerade noch nicht, die ist ganz gut. Okay. Nee, aber das stelle ich mir halt auch echt schwer vor, das zu balancen, das zu programmieren und so und alles. Und ich meine, das hat halt ewig gedauert, bis da mal was Vernünftiges, sag ich mal, rauskam. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories für die PlayStation 1. Oh ja, Forbidden Memories haben wir alle. Ich meine, das war quasi Duelist Kingdom war das quasi. Ja, spiel halt einfach alles und fusionier alles und ist doch scheißegal und mach halt, was du willst. So, ne? Aber es war cool. Das Einzige, dieses Spiel war extrem gegrindet. Also du musstest super ewig und lange spielen, bis du gute Karten bekommen hast. Ja, das stimmt. Ah, okay, das war sehr cool. Fand ich nämlich auch. Aber... Ja, ich hatte einen Zug davor vergessen, dass du ja noch... Oh nein, was beschwört er da? Oh, es reicht nicht. Es reicht nicht. Aber gut, dein Stimpack wird dich in nächste Runde ja schwächen. Wird es das? Ja. Oder wird es dich schwächen? Ja, mich nicht. Gut. Okay. Daran hätte ich eben nicht gedacht. Ich dachte, dass du die 200 Punkte sofort verlierst. Also wenn dein Zug quasi zu Ende ist, aber es kommt ja in der Standby-Phase. Nee, aber deswegen, ja, Forbidden Memories, also ich habe Forbidden Memories auch echt gern gespielt. War auch so, ne, also die Kampagne war auch ganz nett und alles. Ja. Aber das war halt extremes Gegrinde. Und dann, ich glaube, ich hatte mal damals auch Duelist of the Roses, gab es ja dann auch noch, ich glaube für die PlayStation 2. Aber das war irgendwie... Das kenne ich gar nicht. Das war irgendwie ganz seltsam. Das ging irgendwie schon fast in die Dungeon Dice-Richtung dann irgendwie so, oder weiß ich nicht. So, it's just like Duel Monsters. Ich kann ja gar nicht angreifen. Mann! Na doch, du hättest angreifen können. Ja, und dann? Hättest auf jeden Fall meinen Monster im Verteidigungsmodus erlebt. Hä? Hatte das nicht gerade noch... Hä? Habe ich mich gerade... Weiß ich nicht. Hä? Ich habe mich gerade voll verguckt. Ach, sowas hasse ich. Zug rückgängig. Schon wieder. De-Abo. Ach Mann, ey.
traue ich mich jetzt mal. Ja, mach doch. Mal so. Jetzt gucken. Das Yumi-Schiff. Ja. Und tschüss. Na gut. Oh, Alter, 50 Lebenspunkte? Ja, 50 Lebenspunkte. So, und jetzt reißen wir das und jetzt Ruder mal reißt rum. das Ding rum. Was eine tolle Bums ist bei Ruder und Wassermonster gerade und Ach so, und Yumi-Schiff. Ach Mann. Okay. Jetzt muss er nur noch in meine Falle tappen und dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Gott, was ist das? Ich gehe einfach auf Nummer sicher. Hey, warum wird das nicht zerstört? Warum sollte es zerstört werden? Weil doch, Du hast doch kein Umi auf dem Feld. Ach so. Ach, stimmt ja. Oh, ich habe verloren. Hey, herzlichen Glückwunsch, Bob. Danke. Hast du gut gemacht. Danke. Hast du gut gemacht. Ja. Ich würde sagen, wir machen einmal eine kurze Pause. Wir machen eine ganz kurze Pause. Weil ich muss Wäsche aufhängen. Aber für euch, also wir sehen uns, also wir hören euch eh gleich. Ihr kriegt davon gar nichts mit. Genau. Ich mache das im Zeitraffer quasi. Oder du unterhältst die Leute derweil. So, bis gleich. Also ich könnte ja jetzt was sagen. Und ja. Und deswegen ja. Das ich weiß gar nicht, ob Bob das jetzt überhaupt ins Video reinschneidet. Ja, keine Ahnung. Will ich noch mehr sagen? Ich erzähle jetzt nichts weiter. Aber ja. Ansonsten, was haben wir noch? Ja. So. Und stumm, so. Butchus Bobbus. So. Wo bleibt eigentlich mein Bob? Ui. So. Ich hoffe, dass Bob das einfach nicht ins Video reinschneidet. Vielleicht irgendwann mal als
als Special. Also ich glaube, dann holen die Leute mit der weißen Jacke mich ab. Wenn man sich mal unbeobachtet fühlt, ne? Ich weiß ja nicht, was Bob so in das Video reinschneidet nachher. Nee. Oh, warte, ich kann ja hier gucken. Oh. Also, weil. Ich bin wieder da. 38,8 Kilometer wohnen wir auseinander, Bob. Das habe ich jetzt gerade rausgefunden. Luftlinie oder Straßennetz? Nee, Straßennetz. Okay. Luftlinie weiß ich Schnellste Route oder kürzeste Route? nicht. Schnellste. Okay. Ich glaube, es war auch die kürzeste. Weil glaube, es war auch ansonsten müsstest du eingeben, zu Fuß laufen. Weil da hast du dann meistens wirklich den kürzesten Weg. Das wär auch natürlich lustig gewesen, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Wir sind übrigens bei 348 Abonnenten, wie ich unseren Zuschauern gerade schon gesagt habe. Ja, nice. Ihr seid super. Ich weiß gar nicht, ob du das alles reinschneiden solltest, was ich hier erzählt habe. Musst du dir auch nicht unbedingt. Das teaserst du jetzt so an und am Ende ist hier einfach gar nichts gesagt worden. Aber das Gute ist ja, dass das Schnittprogramm die Audiospur visualisiert. Aber vielleicht hast du auch einfach nur die ganze Zeit bla 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 gemacht. Bob, du kennst mich. Naja, mal gucken. Gut, Wollen wir bin bereit. Wollen wir uns duellieren? Ja, gern. Soll ich klicken? Ja, bitte. Ah, nee, das ist das alte. Warte, verlassen. Aktualisieren. Ist offen? Ja. Ach ja, Hallo? genau. So, jetzt nehmen wir Halloween Corpse. Halloween Corpse. Ja, Mann. Halloween Corpse. Ich habe mir die Decks ganz kurz vorher noch angeguckt. Okay. Deswegen, ich bin gespannt. Das ist vollkommen okay. Das ist gut, ne? Ist okay. Na dann, bist du bereit? Los! Los. Ah, hast du dir das Deck vorher auch nochmal angeguckt? Bob, hör auf! Jawohl! Ich fange an! So. Und glaub mir, das werde ich dir jetzt nicht so leicht machen hier. Ja, ich hoffe. Verzeihung. Oh. Warte. Oh ja, das ist geil. So. Ich meine, oh, meine Karten sind so schwach. Bob wird mich total schnell fertig machen. Ich habe gar keine Chance. Ja, die Sache ist halt die. Das ist ja ein Zombie-Deck. Das stimmt. Und prinzipiell gilt bei Zombies die Regel, dass sie 0 Verteidigungspunkte haben. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich riskiere es jetzt tatsächlich einfach mal. Na? Warte. Ja gut, das ist egal. Oh. Okay. Ja, dann ist es nicht ganz so egal. Nee, das ist so gar nicht egal. Geht auf jeden Fall schon gut los. Dann würde ich sagen... Achso. Kannst du nicht. Na gut. Dann war's das erstmal. Das stimmt. Kann ich nichts machen. Kannst du nichts machen. Wird sich auch nicht großartig ändern. Warte mal, kann ich das hier nochmal? Warum kann ich die jetzt nochmal aktivieren? Ich glaube, ich brauche jetzt eine Katapultschildkröte und steck dann irgendwas auf diese Katapultschildkröte und schieße es gegen deinen Ring, der um dieses Schloss drum ist, und das fällt dann auf deine Monster runter und dann gewinne ich das. Genau so. Ganz genau so funktioniert das doch.
Oh Mann, hab ich Kingdom auch war schon gehört. ganz schöner Quatsch, ey. War richtig, aber es war auch lustig. Aber Dadurch war die Serie auch verdammt. Als die angefangen haben, realer zu werden oder die nicht mehr so viel Quatsch zu machen, weil das Kartenspiel wurde ja nach der Serie erst richtig entworfen. Ja. Das wissen viele nicht. Aber seitdem war es nicht mehr so witzig. Und dann kamen ja diese ganz doofen, blöden ganzen Synchro-Regeln und sonst was alles dazu, wo heutzutage überhaupt keiner mehr einen Überblick hat. Ja. Schade eigentlich. Davor hat das Spiel echt Spaß gemacht. So. Ach ja. Na gut, den gebe ich dir. Ja, ist okay. Ja, stimmt. Also Duel's Kingdom. Ich finde auch, wenn man das weiß, dass das Kartenspiel erst hinterher erfunden wurde, sag ich mal, und wenn man dann noch es gibt ja noch sozusagen die 0. Staffel oder so, oder die Serie, ne? Also gab's ja, das, was wir kennen, ist ja so dieses europäisch-amerikanische Gewaschene, ne? Ja. Es gab ja noch die typisch japanische erste Staffel, die halt auch viel, viel dunkler war, sag ich mal. Ja, wenn du dir mal die Mangas anguckst, zum Beispiel von Yu-Gi-Oh!, da ging es halt nicht nur um Karten, sondern ging es ja um Spiele allgemein, weil Yu-Gi-Oh! Ist ja der König der Spiele und so weiter. Und da hat er halt andauernd Leute irgendwie zu einem Spiel herausgefordert und die dann einfach getötet, quasi. Ja, also das Reich der genau Schatten. Genau wie in Pokémon. Ja, das Reich der Schatten war halt quasi, also wenn du im Reich der Schatten warst, warst du halt tot. Das war einfach so die Prämisse. Oder auch bei Pokémon, da wurden halt die Pokémon echt getötet im Manga. Da wurde so ein Arbok mal in 2 Hälften geschlitzt. Da hat dann der Lavandia Tower hat da einfach auch noch ein bisschen mehr Sinn ergeben. Weil sind dann andauernd Pokémon gestorben. War eigentlich gar nicht mal so lustig. Book of Life. Ja, deine Karte wurde aus dem Spiel verbannt. What? Bisschen zu stark, die Karte. Ist ja wohl völlig unbalanced, ey. Ja, natürlich. Der hat an, ne? Der hat an. Der hat richtig an gerade. Hast du gerade 2 Monster in einem Spielzug beschworen? Yeah, so. It's not possible. That's against the rules, isn't it? The rules, I have money. Wir haben einen weiteren. Hast du überhaupt noch was? Ich weiß gar nicht, wie oft ist denn der Goblin-Zombie drin? Muss ich den Goblin-Zombie nehmen? Ja, na, der Effekt ist, dass du einen weiteren Goblin-Zombie aus deinem Deck auf die Hand nehmen kannst. Nein. Das ist nicht der Effekt. Der Effekt ist, dass ich einen Zombie von meinem... Nein. Ach so, okay. Ach stimmt, weil ich in meinem anderen Deck, wo ich den benutze, immer nur den Goblin-Zombie als einzigen Zombie dabei habe. Stimmt. Da hast du absolut recht. Aha. Siehst du? Weiß nämlich gar nichts. Ja, ist natürlich ziemlich mächtig, ne? Weil 1200 Defensivpunkte oder weniger. Und du hast einen Goblin-Zombie genommen, alles klar. Du siehst das? Ja, natürlich siehst du das. Mann, warum kannst du das immer sehen? Na, weil das läuft in dem Spiel nun mal so, weil du musst ja kontrollieren, dass dein Gegner keinen Quatsch macht. Oh, wir misstrauen also erstmal extrem. Alles klar. So. Dann bist du dran. Ach, wie soll ich das denn machen hier? Das ist alles voll Quatsch. Wirklich. Das spielt mir gar nicht in die Hände. Jawohl. Ach, Mist. Egal. Läuft. Ich gucke mir gerade meine eine Karte hier an, hier Return Zombie. Sind Ja. nicht alle Zombies irgendwie Return? Return Zombie? Ja. Irgendwie schon. Irgendwie schon. So. Einer meiner Nachbarn, unserer Nachbarn, hämmert hier gerade irgendwo gegen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Medusa oder wie auch immer die heißt. Jetzt greifst du. Ich bin relativ ungeschützt. Um nicht zu sagen, komplett ungeschützt. Sterbe ich jetzt schon? Nee. Nein.
Gerade nicht. Noch nicht. Noch nicht. Gerade so noch nicht. Uiuiuiuiuiui. Richtig knapp. Und wenn ich jetzt nicht die da ist noch alles Oberkarte... drin. Ach Mist. So, warte, muss ich mal kurz gucken. Natürlich. Warte. Mann! Was denn? Ich habe nicht die Karten, die ich brauche. Sorry. Überhaupt nicht sorry. So, was ich aber machen kann... Das kann ich noch machen. Schön Kamikaze. Hi. Kann ich wenigstens ein bisschen Schaden noch zufügen. Ach man, das lief ja wieder gar nicht. Ja, und jetzt hast du hier nämlich freie Bahn. Mit Marzipan. Ja. Ach Mann. Wenn die Karten nicht so kommen, wie sie sollen, ne? Hast du ja keine Chance. So, komm. Können wir gleich die nächste Runde hier. Machen wir gleich die nächste Runde. Was hatte ich dann gesagt? Halloween Ja, Corpse, die Essential Dings. Mushroom Ach, Man. The Mushroom Man. The Mushroom Man. So. Ich bin bereit. Ja, dann, Bist du dann auch bereit? Gleich hier ab in die nächste Runde. Alles klar. Oh. Haha! Ich fange an. Ui. Okay. Und wir gehen sofort in die Vollen. Wir verlieren hier überhaupt keine Zeit. Na gut, dann machen wir erstmal so tun. Dann machen wir so tun. Okay. So, das kann man auswählen. Natürlich nicht. Kannst du mir auch Lebenspunkte geben? Nee, du. Cool. Dann noch. Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir noch. Obwohl, das machen wir nicht. Doch. Ah. Die ist ja eklig. Ja. Ist ja eine eklige Karte. Greif aber mal trotzdem nach. Gucken, was passiert. Haha. Der erdgebundene Geist. Ah, okay. So, jetzt. Recht vielen Dank. Ja. Muss ich die jetzt schon aktivieren? Warum muss ich die jetzt schon aktivieren? Ja, weil der Effekt in Aber- deiner Standby-Phase losgeht. Achso, in meiner Endphase kann ich dann 500 bezahlen. Ah, okay. Okay. Macht ja erstmal nichts. Ah, das war schon wieder falsch. Egal. Ja. Na, hast du was? Na klar. Natürlich hat er... Oh! Heißt das, sie bleibt jetzt bei mir? Da bin ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen drauf gespannt. Ich vermute, dass das die Taktik dieses Decks ist, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist ja die Kampfposition. Ja, deswegen. Also Die mal Kampfposition gucken. ist ja eigentlich nur Attacke oder defensiv und nicht spielfest. Steht da nicht, jetzt kann ich das... Ja, mach mal, weil dann werden wir es auch gleich sehen. Ah, okay. Das ist ja funktioniert witzig. weiterhin. Geil. Okay. Sie kann halt nicht angreifen. So. Das ist ja richtig Das ist, halt ein bescheuert. bisschen, das ist richtig bescheuert jetzt. Na ja, Naja, macht nichts.
Ja. Kann man die auch zerstören einfach? Nee. Na, das wird jetzt lustig. Ja, ich weiß noch nicht, wo es hinführt, aber mal gucken. Na gut. Weil. Okay. Ja, das wird klar. Wird klar. Aber okay, ich kann damit um. So, okay. So, erstmal jetzt. Und dann. Ja. Gehen wir halt trotzdem in die Battle-Phase. Und, Zahlen jetzt mal kurz. 1000 Lebenspunkte noch. Oh, ist das unangenehm. Achso. Jetzt muss ich ja erstmal hier wieder. Ja. Oh Mann, ey. Jetzt weiß ich aber noch gar nicht, wo ich jetzt damit hin will. Ja, Meiner das ist Strategie gerade. Weil wenn ich das jetzt mache, Ja, dann kann ich halt auch angreifen. ja. Nee, ist okay. Ja, ich wollte ihm sagen, mir nützt das ja nichts, dass er jetzt angreifen kann. Also ich komme ja über deinen 2000 nicht hinaus. Nee. Das ist gut für mich. Das ist wirklich gut für mich. Ach, und du hast jetzt auch nicht rübergeschickt. So läuft das. Naja. Ach, der gute Jerry. So. Ich schütze dich dann quasi auch. Brauchst nur 300 Lebenspunkte bezahlen. Ist doch voll nett, oder? Ja, ja. Ich glaube sogar, dass du theoretisch noch gewinnen könntest. Na, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Wenn das mal nicht ein Fehler war. Ja, ich weiß halt auch noch nicht so richtig. Ich bin mir auch überhaupt nicht sicher. So. Das ist halt auch so ein weirdes Deck, also ich verstehe irgendwie nicht. Ja, irgendwie scheint das nicht so wirklich aufeinander was- aufzubauen, ne? Was Na, willst du irgendwie damit machen? schon, aber genau, ich verstehe nicht ganz das Ziel vom Spiel. Ja. Oh, ich muss eins auswählen? Du musst eine auswählen. Okay. Das meine ich dann immer, das ist halt irgendwie so Quatsch. Ja, ich kann ihn jetzt auch einfach behalten. Also, ich sehe mich gerade ein bisschen vorn. Ja, Jedenfalls in diesem Duell. definitiv. Weißt du, was ich jetzt mache? So. Ich weiß es nicht. Holst jetzt das überkrasse Übermonster? Nee, das nicht. Hey, ich hab doch gerade hier gedrückt. Effekt aktivieren. Ihr seid jetzt schon wieder abgestürzt. Ich hoffe nicht. Bei mir steht warten. Bei mir steht, wähle einen Effekt, den du aktivieren. Ah, jetzt. Jetzt kam. Okay. So. Was passiert damit? Oh, okay. Ich verstehe. Aber es, naja.
Warte, ich habe da jetzt auf Battle-Phase gedrückt. So, unsere Connection gerade so langsam. Ich weiß nicht, so aber viel gut, Internet. über Discord hören wir uns ja. Ja, das stimmt. Aber Ines hat wohl gerade ein bisschen Probleme. Kommen ja gar nicht voran gerade. Nee, ich kann auch nichts Steht anderes warten. drücken. Ja. Der kommt schon wieder zu sich. Ich mach's halt spannender für... das Spiel macht es spannender, immer wenn ich gewinne. Genau wie in der letzten Episode. Ja, als ob. Ich hätte locker gewonnen. Ja, hast du gesehen, was ich noch auf der Hand hatte? Da hättest du nicht locker noch gewonnen. Nee, Chat kriegt gerade auch nicht. Oh, wehe, das bricht jetzt ja. Oh. Ah, nee, doch. Ah, nee, doch. Jetzt. Okay. Ja, Ah, okay, cool. Battle-Phase. Blub. das geht jetzt anscheinend schneller. Gucken, oder du hast jetzt auch den aufgebundenen Geist. Nein, hat er nicht. Gut, dann machen wir einmal so und einmal so. Und dann, ich kann es kaum, ich habe gewonnen. Bob, was ist da los? 1 von 3, sage ich da mal. Ja, für mich ist das schon fast ein Sieg. Also für mich heißt das eigentlich schon fast, dass ich das gesamte Spiel Bist gewonnen habe. eigentlich der krassere von uns. Ja, Wir haben es doch alle immer gewusst. weil dass der Champion über Rookies gewinnt, ja, das ist ja wohl überhaupt kein Problem. Aber wenn er mal ein Rookie gegen den Champion gewinnt, dann ist es doch mal, dann ist doch mal was. Das ist doch, das ist doch das Besondere. Ich hätte halt auch den erdgebundenen Geist ziehen müssen. Aber dann ist wirklich, dann frage ich mich bei diesem Deck, dann ist es ja wirklich nur noch so ein Hin- und Hergeschiebe und wer kann mehr direkten Schaden durch irgendwelche Karteneffekte oder irgendwie was machen oder eben Lebenspunkte für sich selbst nochmal haschen. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, irgendwie komisch das Es ist Deck. Quatsch. Aber gut, ja. Mein Gott, Werden sich schon was beigedacht haben. Ich mag sowieso keine Pilze, von daher passt das. Ja, deswegen danke an Dragonfighter auf jeden Fall für den Vorschlag. Ja, dass wir die gleichen hat Decks sehr mal gut nehmen geklappt. Hat sehr gut funktioniert gerade. Und jetzt, Butch, deine Aufgabe ist es jetzt, die 3 Decks baust du dir jetzt weiter aus einfach. Okay, bis übermorgen, wenn wir das 400-Abonnenten-Special aufnehmen müssen. Genau. So, schön. Leute, danke fürs Reinschalten. Wenn euch das gefallen hat, falls ihr auch zu den nächsten Abonnenten zählen wollt und quasi das nächste Abo-Special möglich machen wollt, dann lasst einfach gerne ein Abo da. Liked das Video, liked auch alle unsere anderen Videos. Aktiviert die Glocke und schaut gerne auch auf unserer Facebook-Seite vorbei. Da mache ich jetzt vielleicht auch öfter mal was posten. Mal gucken. Ansonsten checkt die Videobeschreibung, da sind noch ein paar andere Links. Ja, mein Name ist Butch und Bob hat heute das letzte Wort. Und ich bin Bob und ich habe das letzte Wort. Und schickt, Moment, noch nicht? schickt gern, oder auch wenn vielleicht nur Dragonfighter jetzt wieder kommentiert, nächste Deck-Challenge oder hier irgendwas. Oh, genau, gibt uns also Vorschläge. Oder wir können das ansonsten auch erstmal so weiterführen, ne? Dann mache ich halt immer so ein paar Decks quasi klar und dann duellieren wir uns alle mit demselben Deck, obwohl ich halt schon immer gern so mit meinem eigenen spiele. Mit dem bin ich halt am besten. Naja, ne? Never change a winning team. Never change a winning deck. Genau. So geht das alte indianische Sprichwort. So, das war mein Wort. Mein letztes Wort. Okay. Haut rein. Tschüss. Tschüss.